Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Wolf, The Red Hood Diaries. Im letzten Part da haben wir ein bisschen mit dem Rattenfinger gekämpft und er ist uns aber wieder entwischt und wir wollen uns jetzt hier mal kurz genauer umschauen, bevor wir hier weitermachen. Okay, hier ist kein Weh. Mit denen sollten wir uns besser nicht anlegen. Ich glaube, das überleben wir nicht, sonst hätten wir das ja von Anfang an gemacht. Oh. Deswegen kann ich aber nicht nehmen. Ah, jetzt. Musste ich kurz noch zurück. New Diary Unlock, Wolf Industries Posters. Kann ich hier hoch? Nein, okay. Nur da, wo es glänzt. Na gut, dann schauen wir uns da mal genauer um. Wo wir dann hinkommen. Good thing I'm not afraid of heights. Ja, das ist echt gut. Ich würde das, glaube ich, nicht überleben, weil ich habe Höhenangst. Ich raste ja schon aus, wenn ich bei Tripstrill auf dem Donnerbalken sein soll. Wobei, jetzt, als ich dieses Jahr mit meinen Freundinnen da war, da hatte ich das eigentlich recht gut verkraftet. A Wolf Gone Wild, Part 1. Oh. Okay. So, schauen wir mal, was die Kiste gebracht hat. Wahrscheinlich sind hier Wachen. Ja. Muss ich die bekämpfen, oder? Ich meine, hier ist zwar der eine Weg frei, aber nicht der andere. Deswegen komme ich da ja noch nicht hin. Ich muss ja erst das andere hier ab. Autsch. Oh, das war nicht so gut. Das hätte ich vielleicht lassen sollen. So, wir sollten damit ein bisschen spielen mit unserem Slow-Motion-Angriff, der super toll ist. Ja. So, das sind auch wieder Soldaten. Damit sind wir nämlich auch ein bisschen stärker. Und eben, wir haben den Vorteil, dass wir es halt sehen, was passiert. So. Geradeaus kommen wir nicht. Da kommen wir jetzt auch gerade noch nicht ran. Wir müssen hier lang. Die sind schon ein bisschen stärker als die am Anfang. So, einsammeln, dass wir so ein Leben hier bekommen. Und auch die Punkte hier. Okay, da können wir nichts öffnen. Da scheinbar auch nicht. Wo können wir denn? Wir können wahrscheinlich hier entlang. Ja, doch, da nach hinten. When Mother was my age, she came here every week. Granny's healing potions attracted crowds from near and far, as did Mother's smile. She loved the market, the smell, the noise. My, how she was courted by the bravest of Ulrica's boys. Until one of them crossed the line, and Granny decided to keep her from the city. She was a vision. My memories of her have faded, but I still remember my mother being very, very pretty. Das ist schön, wenn man sich wenigstens daran erinnert, dass sie wieder hübsch war. So, halt mal die uns mal vom Leib und den hier. Ernsthaft. Die Nerven. Okay, da hinten ist wieder eine Kiste. Vielleicht habe ich im letzten Part so viel übersehen, weil ich Kisten nicht immer geöffnet habe. Wer weiß. Aha! My carriage awaits. Okay, hier kann ich nichts kaputt machen, hier auch nicht. Da kann ich aber das hier wahrscheinlich. So. Und jetzt müssen wir nur noch warten. Die kann ich auch nicht kaputt machen. Und da kann ich nicht rein, obwohl die Tür angelehnt ist. Schade. Gut, schauen wir mal. Da ist ein Balkon. Schnell. Oh Gott, der killt einen gleich. Verdammt. Okay, der ist ein bisschen stärker, glaube ich.
Oh, 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 oh. Okay. Wir haben es geschafft. Gut. Die sind halt ein bisschen stärker, die können wir jetzt noch nicht töten. So. Okay, gleich haben wir alles. Dann kommen wir auch da hoch. Perfekt. Komm, geht mal weg. Ich brauche ein bisschen Luft hier. Geht ja gar nicht. Sind alle schon tot? Oha. Oh. Das nehmen wir uns gleich. Sind schon wieder alle da. Kommt her. Die machen komische Geräusche, wenn man die tötet. Das ist lustig. So, mit denen da hinten legen wir uns mal nicht an. Die lassen wir mal in Ruhe. Das sammeln wir noch ein. Das sind ein paar von diesen blauen und roten Punkten. So. Oh, oh. Oh, verdammt. Da bin ich nicht so früh abgesprungen, oder wie? So, das schauen wir uns gleich nochmal an. Und jetzt mit etwas Anlauf hat es funktioniert. Soll ich mal alles öffnen? Natürlich kommen wir da jetzt nicht mehr ran. Schade. Ist ein bisschen buggy. So. Hallo? Da kommen wir auch nirgendwo anders mehr hin. Gut. Once again, my trusty axe comes in handy. Ja, ja. Diese vertrauenswürdige Axt hier. Looks like time stood still here. The smell of old books, pencils, and ink stains on the floor. That's my father, for sure. Father spoke in drawings, more often than in words. Charcoal was his mother tongue. He sketched the most beautiful stories I've ever heard. Der konnte scheinbar wirklich sehr gut zeichnen. So, hier haben wir nichts. Grace, what is she doing here? With no mother to tuck me in, it was this tiny woman who stood by my bed and lulled me to sleep. Father made her in 22 days, my thumb-sized piece of comfort. I named her Grace. I'd forgotten all about her. She used to protect me from imaginary monsters. I hope she works her magic on real ones, too. Ja, nehmen wir sie mit, komm. Father's notes, scattered and fragmented, like his mind often was. Pinocchio, you rascal. I tell your story night after night. If only my little girl knew how much you and I are alike. Living a life with many strings attached and an ever-growing nose to pay our dues. If only we could cut the cords. Am I a creator if what I create destroys? Is a toy still a toy on the devil's playground? It pays the bills, it feeds my child, but it kills innocent people and me on the inside. Oh, Father, what dark thoughts wandered through your bright mind? Der hatte sehr starke Gewissensbisse, wie es scheint. New Diary unlock Vaters Workshop. Dear Mr. Woolfe, after careful consideration, I've decided to resign from my function at Woolfe Industries. I hereby give you my 2 weeks' notice. Sincerely, Joseph R. Hood. So Father quit? I didn't have a clue. Woolfe must have really screwed his mind, if only we knew. But wait, the letter's date. That's when Father died. Oha, wurde der etwa ermordet, weil er kündigen wollte? Oh mein Gott. Is that what I think it is? Did my father
do what I think he did? He told me he designed toys. Well, this is hardly suitable for little girls and boys. Father, did these tin cadets, whom I've slaughtered by the dozen, originate from your mind? This can't be true. This isn't you. This is not you. I came here looking for clues, but now I'm even more confused. I need some air. Oh Mann. Schon heftig, was wir da erfahren haben. Oh oh. Oh ne, jetzt kommt die Szene. Damn! So much for going unnoticed. Change of plan. Let's play Catch Me If You Can. Okay. Dann wollen wir mal loslegen. Ja, catch me if you can. Oh Gott. Oh Gott, die haben mich ja gleich. Oh. Oh fuck. Oh fuck. Oh oh. Und jetzt, wo muss ich jetzt hin? Shit. Wo muss ich denn hin? Hier lang, oder wie? Okay. Aber ich habe die immerhin abgehängt. Zumindest fürs Erste, oder? Ja, fürs Erste. Press LB to get a... Okay. What? Did you see that? Didn't know I had that trick up my sleeve. Can't wait to tell Granny. Das ist ja cool. Dann töten wir die dann gleich. So schwach sind die. Oh Gott. Erstmal hier umschauen. Das ist nämlich ein W. Das wollen wir natürlich mitnehmen. So, jetzt aber. Früher habe ich für den Parcours echt ewig gebraucht. Ich weiß gar nicht warum. Weil ich meine, das ist jetzt eigentlich voll easy. Wenn man weiß, wie es geht. Aber am Anfang ist es echt voll schwer. Am Anfang denkt man sich so, what the fuck, was macht ihr eigentlich hier mit mir? Das kann nicht euer Ernst sein. Und jetzt locker flockig in nicht mal einer Minute. As a child, I had an army of men like them. But they were tiny with missing limbs and meant no harm. I still cannot believe these killer tin creations arose from my father's imagination. Did he really throw out all his principles just to make sure I could eat? Is it really that easy to go from bad to good? He never spoke of his work, but we knew he was unhappy. Mother's death took the light from his eyes, and though I know he loved me deeply, in the end, I was only a consolation prize. Oh Mann, naja. Er hätte das alles gemacht, um halt dir ein gutes Leben oder zumindest was zu essen zu besorgen. Und kann man da immer gleich von Gut und Böse sprechen? Ich meine, die Welt ist nicht schwarz-weiß. Es sind halt sehr, sehr viele Graustufen dazwischen. Und Farbe. Ganz viel Farbe. Ja, ja, für alle anderen ist es immer nur schwarz, weiß, bla, rot, grün, gelb. Aber durch meine Ausbildung als Mediengestalterin ist es für mich weitaus mehr als nur diese paar Farben. Kann ich denn da hinten hin? Muss ich mal schauen, ob das funktioniert. Das mache ich am besten, wenn ich gleich da ankomme. So, da komme ich, glaube ich, nach hinten. Ja, da komme ich ganz easy nach hinten. Sehr schön. Piper, nicht Paper. Piper. Okay, sehr seltsam. Aber gut.
Geht weg! Stirb doch endlich. Und du auch. So. Die haben alle Namen. Das sind alles von Spielern gemacht gewesen. Voll heftig. So, ich zerstöre deren Werk. Geschieht ihnen recht. So. Will ich da wirklich lang? Well, look who's decided to re-enter the race. Oh Hey, nein. where do you think you're going? Too scared to show your face? Why doesn't this wannabe boat have a steering wheel? Ja, das ist schon zum Kotzen. Hallo! Okay, da ist immerhin kein W, aber ich würde da trotzdem noch mal hingehen, wenn ich da vorbeikomme, nur zum gucken, ob ich da irgendwas zertrümmern kann. Oh Mann. Wir müssen scheinbar noch weiter wegtreiben. Und noch mehr Hindernisse überspringen. So. Immerhin sind wir sehr fit. Die Granny hat uns sehr fit gehalten. This is turning out to be a fairy tale after all. A Fairy Tale? Was ist denn Fairy? Also F-E-R-Y. Müsste man mal nachschauen. Damit ich den Witz hier verstehe. Okay. Sehr schön. So, da ist noch einer. Der hat Schmerzen. Ist er kaputt? Und den nächsten auch. So, alle kaputt. Moment, hier ist aber nirgendwo mehr was. Gut. Auch hier nicht mehr? Ich meine, weil wir hier so hinkommen. Aber das scheint keinen bestimmten Grund zu haben. Schade. Hätte ja sein können. Aber hier ist noch ein W. Der Engineer's Apprentice. Da bin ich ja gespannt, was die Texte uns nachher so alles verraten. Jetzt stirbt doch einfach! Hey! Das kann aber jetzt nicht sein. Das akzeptiere ich jetzt nicht. Oh Mann. Okay. Dann nochmal. Sehr gut. Hat aber nicht viel gebracht. Hä? Warum? So. Ich bin doch voll, oder nicht? Oh, oh. Und? Oh, oh. Und? Haut doch ab. Oh, 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 oh. Ich bin gleich ohne Leben. Okay. Oh Gott. So, das war knapp. Okay, die Dinger hier sind schon gefährlicher, muss ich sagen. Vielleicht kann ich an denen ja hier vorbeischleichen. Muss ich mal schauen, dann muss ich nicht kämpfen. Schauen nämlich nicht zu mir. Möglicherweise kann ich das ausnutzen. Weil die goldenen hier, die rot-goldenen, die sind halt besonders stark. Und mit denen sollte ich mich vielleicht nicht unbedingt anlegen. Vor allem nicht, wenn ich nur noch ein blaues Gefäß hier habe. Kann ich nicht hier hoch irgendwie? Scheinbar nicht. Ich dachte, hier wäre vielleicht was. Schaut aber nicht so aus. Hier.
So, sehr gut. Okay, das hätten wir mal erledigt. Puh, aber zum Glück geben die auch ganz viel Leben wieder her. Auch wenn die echt viel Schaden machen. So, ich würde jetzt gerne dann am Ziel ankommen, damit es speichert. Beziehungsweise am nächsten Speicherpunkt, bitte. Oh nein, retten. Wir wissen ja, was das heißt. Hier stand er. Diese eklige Ratte. Oh, die Ratten sind echt widerspenstig. Ist ja blöd. Jetzt muss ich gleich wahrscheinlich wieder gegen ihn kämpfen. Oh Mist, hat nicht ausgereicht. Na toll. Oh nein! Okay. Wisst ihr was? Ich mache an dieser Stelle jetzt einen kleinen Schnitt und wir sehen uns im nächsten Part. Nee, Moment. Ich wollte doch erst noch die Diaries lesen. Oh Mann, wir haben ja voll viel übersehen. Okay. Wo waren wir? Da waren wir stehen geblieben. Marketplace. Wolf wants you. Join the Wolf Army. Enlist today. Wolf Industries protecting your safety. Ja, genau. Did you know that Ulrica has an old German name that means power of the wolf or wolf-ruler? It's a rather popular name for girls in Scandinavia. And obviously why we thought this was a great name for the city featured in Wolf. Ooh. Okay. A Wolf Gone Wild Part 1. A week before B.B. Wolf's 26th birthday, Wolf's father, Anton, passed away. Autopsy showed no clear cause of death, but B.B. knew better. Anton Wolf was honored with a solemn funeral procession during which the citizens of Ulrica said their goodbyes to the city's praised founding father. B.B. attended the funeral of appearance's sake, hidden in a black carriage. He didn't shed a single tear for his father. He was absent throughout his life anyway. After they buried Anton Wolf in a honorary spot on Ulrica's graveyard, his late father's legal advisor summoned him to his office to settle the matters of Anton's will. As the sole heir, B.B. inherited the entire Wolf empire at just 26 years old. The Wolf Mansion, Wolf Industries, Ulrica, and the many acres of land surrounding the city. It was all his now, and he was determined to make sure everyone knew. While the inhabitants of Ulrica still mourned the loss of his father, B.B. had Anton's statue removed from the grand entrance of Wolf Industries headquarters. The Ulricans were shocked by his lack of respect and horrified when B.B. installed a new, more monumental sculpture of himself in a lobby. This bronze B.B. would be the only one the citizens would see from then on, as the newly crowned Wolf Emperor would rarely show his face in public. Okay. Oha, da haben wir die Skizze. Did you know that the age-old folk tale of the Pied Piper of Hamelin has been linked to a variety of historical events? Some believe that the story of the disappearing children was a metaphor for the German children's death by plague. Other sources link the story to Nicholas of Colony, who is said to have lured away hundreds of kids on a deadly children's crusade. The most modern interpretation, however, ties the children's departure from Hamelin to the Ostsiedlung in the Middle Ages, when countless Germans left the country to colonize Eastern Europe. Okay. Pied Piper. Rufus Henson was the 13th accident born in his family. Since there was neither room nor money to support yet another unwanted child, his parents sent him out to the streets as soon as he could walk and talk. Young Rufus survived by begging for money. As a teenager, he joined a gang of pickpockets, and in his early 20s, Rufus qualified himself in the art of abduction. He earned a royal living off the ransom wealthy nobles paid to return the spoiled little brats home. A reckless mission in the German town of Hamelin eventually led to his arrest. Rufus was convicted for the abduction of hundreds of children and sentenced to death.
A few days before his execution, however, he was suddenly released. A wealthy stranger paid his exorbitant bail and arranged a secretive overnight transfer to Ulrica, where he'd spend the rest of his days paying off his debt. Oha. If you want to watch this now, you will have to restart at the beginning of the level afterwards. No, machen wir gleich mal. The engineer's apprentice. The receptionist looked up from her papers. A young man with a map under his arm stood in the lobby, looking up at the monumental centerpiece sculpture depicting her boss. He seemed lost. Can I help you? She asked. I would like to speak to Mr. Woolfe, he stammered. Is he expecting you? No, not really. No, he's not. It's just... I have some things I would love to show him, he mumbled. She scanned him, head to toe. Though his clothes disclosed a humble background, he was remarkably handsome. What's your name? Joseph Hood. She gestured for him to take a seat on the stairs and disappeared behind a heavy door. Down the hall, a bronze plate indicating the office of Anton B. Woolfe, founder and CEO of Woolfe Industries. After a while she came back. Mr. Woolfe will see you now. You have 5 minutes. With trembling hands, Joseph knocked on the same heavy door she'd just closed. Exactly 5 minutes later he walked into the lobby again. He looked pale and drawings fell out of his map as he walked through the hall. The receptionist helped him pick them up and asked if he was all right. I'm better than all right, he answered. I'm hired. Joseph walked out of the Woolfe Industries headquarters and into the crowded streets of Ulrica. He thought of his late father and the countless hours they'd spent together in the little shed in their backward. He drew the plans. Father, a crafty handyman, executed them. Their co-creations ranged from fantasy machines to practical household tools, much to his mother's delight. He would have been so proud of his youngest son, 16 years old, and an apprentice contract in his pocket. Watch, learn, and draw. Anton Woolfe instructed him when he signed a young man, and that's exactly what he intended to do. Okay, perfekt. Gut. Wir sehen uns dann jetzt aber wirklich im nächsten Part. Moment. Ich habe noch was anderes für euch. Ich wollte das doch auch noch angucken. Yes, wir schauen es uns kurz an. Das ist das Modell des Rattenfängers. Das sieht schon ein bisschen heruntergekommen aus, vor allem hängt seine Hose echt kurz überm Arsch. Das ist nicht sehr angenehm. Friert er nicht um die Nieren rum? Ich meine, ja, auf jeden Fall ist er hässlich. Und der hat überall Ratten. Seht ihr das? Da überall bei seinem Fell schauen Ratten raus. Ja, gut. Okay, alles klar. Aber jetzt sehen wir uns wirklich im nächsten Part. Bis dann. Tschüss.